Willkommen zurück in Mondes Küche. Schon mal direkt vorab, falls ihr Geböller hört, es ist kurz vor Silvester, dementsprechend gibt's immer schon so ein paar, gerade hier die Kids in der Nachbarschaft, die schon mal anfangen zu böllern. Wie ihr im Titel schon gesehen habt, soll es eine Bolognese geben. Bolognese ist natürlich so ein Ding, da habe ich mich so ein bisschen schwer mitgetan, weil das ist so ähnlich wie mit Lasagne oder auch mit Kaiserschmarrn. Das ist sowas, naja, da gibt's nicht die eine traditionelle Art, das zu machen. Jede Nonna hat so ihr eigenes Rezept für ihr Ragout. Und da habe ich gedacht, weißt du was, ich versuch's gar nicht erst traditionell zu machen, sondern ich bleib dem bisherigen Konzept treu und sage, ich mache einfach eine schnelle, leckere Bolognese-Soße. Und ich nehme auch ganz untraditionell Spaghetti, sodass es genau das ist, was wir alle aus unserer Kindheit kennen. Spaghetti Bolognese, schnell, easy, lecker. Ihr hört vielleicht, ich bin ein bisschen verschnupft. Das ist auch einer der Gründe, warum es so lange gedauert hat, bis das nächste Video kam. Und natürlich Weihnachten und jetzt Silvester kam alles auf einmal. Aber jetzt bin ich wieder da und jetzt wird gekocht. Los geht's. Damit es durch das Gebrutzel nicht so laut wird, während ich das Geschnippel mache, kommt das Geschnippel zuerst. Es ist relativ einfach, wie erwähnt, dementsprechend wenig Zutaten. Eine Zwiebel, Knoblauch. Was auch noch gut ginge, wäre Chili. Habe ich gerade nicht da. Da nehme ich dann einfach gleich ein paar getrocknete Chiliflocken. Die kann man jetzt im Grunde so klein schneiden, wie man möchte. Ich mache sie zu Würfeln, nicht zu fein, aber auch nicht zu grob. Weil mein Thymian gerade so wuchert, nehme ich da jetzt noch die oberen Spitzen, die noch nicht verhölzert sind, und hack die einfach auch schon mal klein. Dann wird das Hackfleisch angebraten. Ich mache zuerst das Hackfleisch, weil ich nicht möchte, dass das Hackfleisch anfängt zu kochen, wenn ich es in schon gebratenes Gemüse rein tue, eventuell sogar schon Flüssigkeit, sondern ich möchte, dass das Hackfleisch richtig röstet. Deshalb mache ich das immer zuerst. Ihr seht, ich habe nicht viel Öl genommen und auch vom Hackfleisch nur so viel, dass es möglichst mehr oder weniger alles auffliegt. Möglichst ohne Papier. Sodass es nicht anfängt zu kochen, sondern alles Hitze abbekommt. Wenn nötig, dann eben in mehreren Etappen braten. Welches Fleisch man nimmt, ist natürlich Geschmackssache. Gerade beim traditionellen Ragout, da gibt es alles Mögliche. Es gibt auch welche, die nur Eingeweide nehmen, Gehirn etc. Ich habe hier ganz normal gemischtes Hack, Schwein, Rind. Das soll jetzt richtig rösten, wie gesagt, deswegen ein bisschen Ruhe lassen, wirklich, dass es Bräune kriegt, dass es nicht nur grau wird, sondern richtig ein bisschen ansetzt und erst dann bewegen. Ich habe jetzt Stück für Stück das Wasser verkochen lassen und habe, wie ihr seht, noch ein bisschen mehr Hackfleisch reingeschmissen. Ich dachte, wenn schon, denn schon. Und ihr seht jetzt, das ist die Bräunung, die ich haben will. Und das soll jetzt mit allem passieren. Das wird jetzt schön kräftig durchgebraten, bevor die Zwiebeln und Co. dazukommen. Ich habe übrigens noch eine zweite Zwiebel geschnitten, damit es zu der Menge an Hackfleisch passt, aber das ist natürlich Geschmackssache. Mittlerweile sieht man schon sehr viel Bräune. Jetzt kommt dann der Rest dazu. Zwiebeln, Knoblauch und ich schmeiße auch den Thymian schon mit rein, warum nicht? Soll der auch ein bisschen rösten. Hitze nehme ich jetzt allerdings wieder ein bisschen runter. Ich will natürlich nicht, dass Knoblauch und Zwiebeln anbrennen und das Hackfleisch gibt jetzt auch kein Wasser mehr ab. Das Wasser ist jetzt verdunstet. Man hört das so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, an dem Knacken. Das ist kein Kochen mehr, das brät wirklich nur noch im puren Fett. Und darin wird der Rest jetzt auch angebraten. Nach kurzer Bratenzeit kommt dann jetzt Tomatenmark oben drauf. Das darf auch noch ein bisschen rösten, aber gleichzeitig gebe ich jetzt auch schon ein paar Gewürze dazu. Wie angekündigt, ein bisschen Chiliflocken, Pfeffer natürlich. Ich mache gerne ein bisschen Rosmarin dran, nicht zu viel. Ich habe jetzt hier getrockneten, weil ich nicht will, dass es dominant wird. Und ich finde, ein bisschen Paprika passt immer gut dazu. Dann alles ein bisschen anrösten lassen. Und jetzt im Auge behalten, gerade bei solchen Pülverchen, da wird viel Flüssigkeit aufgenommen. Und dann brät es nochmal ein bisschen schneller an. Aber wir wollen schon, dass sich gerade das Tomatenmark jetzt noch so ein bisschen ansetzt, damit wir es gleich ablöschen können. Und natürlich auch schon ein bisschen Salz.
Aber da gucke ich nachher beim Abschmecken nochmal. Das will ich jetzt nicht übertreiben. Ich setze an der Stelle jetzt auch schon mal das Nudelwasser auf. Das dauert ja noch ein bisschen. Die Soße soll auch gleich noch ein bisschen einkochen. Das dürfte ungefähr passen. Jetzt wird alles erstmal genug geröstet und dann wird abgelöscht mit Rotwein. Nicht zu knapp und dann erstmal verkochen lassen. Natürlich geht das Ganze auch ohne Rotwein. Jetzt, wo er aber größtenteils weg ist, gebe ich dann die passierte Tomate dazu. Nehme die Hitze ein bisschen weg und dann kann das erstmal in Ruhe bis zur gewünschten Dicke im Grunde einkochen und dann wird gegebenenfalls nachgewürzt. Was ich noch ganz gerne dazu gebe, um einfach ein bisschen mehr Power reinzukriegen, ist einfach ein bisschen Brühpulver. Deswegen auch mit dem Salz vorher ein bisschen vorsichtig. Was ich noch vergessen habe, ein bisschen Chili-Soße mache ich noch mit dran für die extra Schärfe. Und übrigens, wenn man, das sieht man hier auch, wenn man Sorge hat, dass sich das Fett so ein bisschen absetzt, das ist hier der Fall, das ist kein Problem, das kriegen wir gleich noch hin. Die Nudeln sind gleich soweit, deshalb gebe ich jetzt zum Schluss noch eine kleine kalte Flocke Butter dazu. Die rundet das Ganze nochmal ein bisschen ab und sie bindet auch nochmal. Und jetzt kommt es natürlich auch so ein bisschen darauf an, wie dünn man es am Ende haben will, ob man das noch einkochen lässt, ob man es noch abbindet und dann wäre es das auch schon. Und das ist dann das Ende vom Lied. Wie gesagt, je nachdem wie dünn man das haben will, wie soßig man es haben will, wie sehr man Richtung, ich sag mal, so eine Chili con Carne Konsistenz gehen will, kann man natürlich mehr Tomate, also passierte Tomate einsetzen, mehr Wasser dazugeben, mehr Wein dazugeben oder eben auch weniger, länger einkochen etc. So mag ich es ganz gern. Durch diese Zähigkeit, die es jetzt hat, legt es sich nämlich sehr schön an die Nudeln. Und jetzt werden wir das Ganze natürlich noch probieren. Ich bin zwar ein bisschen verschnupft noch, dementsprechend schmecke ich es vielleicht nicht so, wie wenn ich ganz gesund wäre. Aber dennoch, ich habe die Soße eben schon probiert, abgeschmeckt und die war auch schon sehr lecker. So, dann habe ich mir mal hier so einen Löffel vorbereitet. Man sieht, es ist noch gut heiß. Ich weiß nicht, ob man den Dampf auf der Kamera erkennt. Und dann sage ich guten Appetit. Gerade dafür, dass es so schnell und so einfach ist, gerade bei Bolognese, was ja eigentlich ein Schmorgericht ist, wo du eigentlich mal mindestens 2 Stunden das Fleisch drin lässt, kochen lässt, was wir ja jetzt hier gar nicht haben, das ging ja jetzt wirklich schnell, also ich habe jetzt, wie lange habe ich gebraucht? 20 Minuten vielleicht? Super lecker, da ist einfach so viel Geschmack drin. Man kann natürlich an Würzungen noch reinmachen, was man möchte, aber so ist es einfach schnell und extrem lecker. Und dann bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr, als erstens natürlich danke, dass ihr zugesehen habt und gerne abonnieren und liken und den ganzen Kram. Dann wünsche ich euch allen natürlich ein schönes 2024 und ein erfolgreiches am besten. Und an der Stelle nochmal schöne Grüße an Lasse, der sich dieses Gericht nämlich heute gewünscht hat. Und dann bis zum nächsten Mal.